Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Silber am Rande des Ausbruchs. Disclaimer. Silber am Rande des Ausbruchs. David Morgan, der Silberguru, sagt es aktuell auch. Silber ist am Rande des Ausbruchs. Wir dürften, wie im Februar 2010, die zweite Korrektur mit Silber beendet haben. Im Februar 2010 war es 15,15. Damals ist Silber bis April 2011 mit einer kurzen Unterbrechung auf 48,47 $ gestiegen. Ein Anstieg um das Dreieinhalbfache. Das würde heute bedeuten, dass Silber bis Mai, Juni 2023 auf mindestens 58,88 $ steigen müsste, wenn es dem letzten Silberspike ähnlich ist. Ein erstes Zwischenziel ist vermutlich im Dezember, Januar 2022, 2023 mit mindestens 36 $ erreicht. Schauen wir uns das nochmal im Detail an. Das ist der alte Silberspike. Das war die Finanzkrise, wo es diese absolut tiefen Preise gab, wo man beispielsweise First Majestic, meine ich mich zu erinnern, für 2 $ kaufen konnte und dann hier 2011 für 20 wieder verkaufen konnte, solche Themen. Ähm, dieser, diese Finanzkrise ist im Grunde genommen, oder beziehungsweise diese Finanzkrise ist dieser Corona-Krise meiner Meinung nach durchaus induziertes ähm, tja, ähnliches Ereignis induziert, wie auch immer. Jedenfalls, was die Verhalten der Goldaktien, Aktien allgemein trifft, ähnlich, aber immerhin auf einem etwas höheren Niveau sozusagen. Jedenfalls war es zu diesen beiden Punkten ungeheuer günstig, Goldaktien zu kaufen. Wenn wir uns jetzt diese Entwicklung von der Finanzkrise bis 2011 ansehen, dann sehen Sie, dass es da sozusagen eine Erholung von dieser absoluten Tiefe gab und eine Korrektur. Und wie Sie wissen ja auch, seit 2020 hatten wir einen enormen Anstieg, der sich zumindest bis Anfang Mitte 2021 im Grunde genommen gehalten hat und im Grunde genommen auch dann wieder korrigiert ist, bis im Grunde genommen zu diesem Zeitpunkt. Wenn man hier ganz genau schaut, würde ich behaupten, warum ist das zum zweiten Mal passieren? Versetzen Sie sich in die Rolle vielleicht der Leute, die die Kurse durchaus mitgestalten, wollen es mal so ausdrücken. Sie wollen im Grunde genommen mit diesem Rücksetzer einfach nochmal die Leute ablenken von dem möglicherweise nun fast senkrecht steigenden Silberspike abzulenken. Aber so war es eben. Und das könnte absolut eine identische Situation sein, hier zum Jahr 2010. Und was hatte ich gesagt? 2010, Februar war das, 15,14 $ und von 15,14 $ schoss es dann mit einer kleinen Unterbrechung hier auf diese 48,47 $ im April 2011. Und das war natürlich dann für die Minenaktien absolut toll. Aber es war natürlich absolut wichtig, dann auch hier wieder im Grunde genommen zu verkaufen. Erfahrungsgemäß haben das die Leute dann eben nicht gemacht. Sie waren von diesem Optimismus und von den Boom im Silbermarkt gemacht und dann kamen Leute, sogar wie Eric Sprott, und die dann gesagt haben, Gold steigt auf 3.000, 5.000 und so weiter. Und die sind dann tatsächlich hier eingestiegen und sind dann im Grunde genommen von einem langjährigen Bärenmarkt erwischt worden. Also Sie müssen sich einfach merken, offensichtlich läuft diese Goldaktien und eben Silber ist irgendwie auch synchron. Silberspikes wie Goldaktien-Spikes sind in ihrer Magnitude, in ihrem Anstieg eigentlich mit nichts zu vergleichen. Allerdings, wenn der Boom eben vorbei ist, darf man im Grunde genommen in dem Investment nicht mehr sein, muss abstoßen. Mein physisches Silber ist egal, da kann man auch mal 50% Rückgang auf lange Sicht machen. Man macht das eher aus einer Versicherungsfunktion, aber bei Goldaktien muss man dann raus. So wie man 2011 raus musste. Ja, und nun ist eben anzunehmen, dass es jetzt im Grunde genommen eine ähnliche Bewegung nach oben geht. Einfach vorausgesetzt, jetzt von diesem Zwischentief, das wir bei 1840 vor einigen Wochen hatten, mal 3,2.
damit kommen wir dann auf diese 58,88 Dollar. Das dann tatsächlich irgendwo, ja, im Mai, Juni, wenn man die selben Zeiten einfach unterstellt, erreicht werden könnte. Im Zwischenschritt wird es vermutlich Jahresende Januar mit 36 Dollar geben. Und das sollte natürlich gerade den guten Goldaktien Penny Stocks auch schon ungeheuer Auftrieb gegeben haben. In jedem Fall dürften viele, die jetzt noch im 10, 20 Cent Bereich sind, dann klar über 1 Dollar sein, wenn nicht schon viel weiter. Und wenn dann noch dieser finale Schub hier Richtung 58 kommt, dann ist das ein enormer Anstieg. Ja, es sind einfach die Ähnlichkeiten, die da sind. Ich würde sagen, die Zeit ist jetzt reif für das zweite Bein jetzt hier sozusagen im Silberbullmarkt, das dann auch über 50 geht, vermutlich ein höheres Hoch wie 2011 erzeugen kann. Und das ist definitiv Goldaktienzeit. Ja, da wollte ich an dieser Stelle einfach noch darauf hinweisen. Die Anregung kam, ich hatte ein Video von David Morgan heute Morgen gesehen. Das werde ich noch verlinken. Und er hat das so dargestellt, dass er beispielsweise, da müssen wir in Zukunft sehr darauf achten, er sagt, und das muss man ihm abnehmen, dass er 2011 dieses Top genau gesagt hat, dass das ein Top ist. Und hätte man auf ihn gehört und nicht auf andere, wären dann viele aus dem Markt gegangen und hätten wirklich auch ihre Gewinne sichern können, gerade was eben Gold- und Silberaktien betrifft. Also auf David Morgan, das sollten wir genau beobachten, werde ich auf alle Fälle tun. Und sofern es da neue Informationen gibt, so wie eben jetzt, teile ich Ihnen das mit. Ich verlinke auch das Video von ihm weiter unten und dann auch nochmal die Tabellen mit, sage ich mal, den Tiefpunkten zum Beispiel von 2010, dass Sie auch wirklich sehen, dass es 15,14 Dollar war, einfach nur als Information. Ja, das wollte ich hier mitteilen. Das ist wahrscheinlich jetzt eine absolut interessante Phase, ist von weniger ein Jahr Goldaktienmarkt wahrscheinlich das stärkste, den man jetzt bislang seit langem gesehen hat. Ja, hier nochmal zu einer Mine eine Information. Gold Cobalt Projektgenerator, der operiert in Finnland, Schweden und Australien. Hohes Risiko oder könnte auch sagen moderates hohes Risiko, nicht gut aufgestellt. Finnland, das Gold-Kobalt-Projekt Raja Polut umfasst 17.900 Hektar an Explorationsgenehmigungen südlich des Polarkreises in Lappland, eine bedeutende Greenfeldentdeckung auf den Wege zu einem Feld mit mehreren Millionen Unzen. Also ein Superlativ haben wir hier schon mal. Eine aktuelle Mineralressourcenschätzung knapp 1 Million Unzen Gold und 1,4 Millionen Unzen Gold, abgeleitete Kategorien, also insgesamt 2 Millionen ungefähr, 3 Gramm pro Tonne. Es gab dann noch Bohrergebnisse, auch in diesem Gebiet, 1,6 Meter mit 28 Gramm pro Tonne, also super High Grade, also ziemlich interessant und eben auch durchaus attraktiv Kobalt. Aber um die nicht Gold- und Silbermetalle, die gebe ich hier nicht an, die sind auch nicht in dieser Berechnungsformel mit drin, aber muss ich gegen, dass es eben auch noch andere Bodenschätze da in dem Zusammenhang gibt. Das ist sozusagen Goodie, wenn das bewertet worden ist. Aber grundsätzlich gehen wir davon aus, bei einer Schwierigkeit, im Finanzsystem, denke ich, geht es um die monetären Metalle und die werden bewertet. Das ist der Hauptfokus, obwohl das muss noch nicht sofort eintreten. Es kann eben auch sein, dass diese anderen Metalle auch enormen Bewertungsaufschlag bekommen, wie viele ja zum Beispiel von Kupfer auch noch in Zukunft vermuten. Also, Schweden haben sie auch ein Projekt, das Goldprojekt Skellefteå Nord, 2500 Hektar, Bergbaugebiet Skellefte in Nordschweden, 40 Kilometer nordwestlich der Skellefteå. Im Skellefteå-Gürtel befinden sich mehrere große Goldlagerstätten, die mehr als 6 Millionen Unzen natürlich Gold produziert haben. Vor allem die Goldminen Boliden, Björkdal, Kankberg. Es gibt auch Proben einen Durchschnittswert von 5,1 Gramm pro Tonne Gold und auch einige Bereiche mit 10 Gramm pro Tonne, also auch High-Grade Gold. Die Boliden-Goldmine hat eine historische Produktion von 4 Millionen Tonnen mit 15,1 Gramm pro Tonne Gold.
also Gestein natürlich, circa 22 Kilometer südwestlich der Verhüttungsanlagen von Skellefteå. Also das Interessante an Skellefteå ist halt, dass sie da, sage ich mal, ihre Mühlen haben, die Infrastruktur, es ist angeschlossen, also es ist nicht irgendwo, wo man noch viel Geld in weitere Erschließungsmaßnahmen investieren muss. Und dann haben sie noch 60% hier von den Grand Sunday Creek Projekten in Australien, wo auch, sage ich mal, hochgradiges Goldäquivalent von 3,9 Gramm pro Tonne gemessen worden ist. Ja, schauen wir uns den Chart an. Die Aktie hatte sich seit dem Corona-Tief 2020 auch sehr gut entwickelt, war ungefähr von knapp oder gut 0,1 oder 0,12 dann auf 0,5 und seitdem im Grunde genommen wieder abverkauft, hat aber jetzt eindeutig den Boden gefunden, bricht wieder aus, was wie gesagt eine Wende im Goldmarkt auch einfach anzeigt. Das muss man so sagen. Wenn wir da jetzt die Anzahl 2 Millionen Unzen reingehen, Grad des Goldes ist mit 1, das ist hochgradig. Das Land ist Schweden, Australien und Finnland, also eine sehr gute Jurisdiction. Marktkapitalisierung 47 Millionen, dann kommen wir auf einen Potenzialfaktor von 42. Ja, ich würde sagen, durchaus gutes, solides Investment in Skandinavien ausgestellt. Es ist sehr interessant, was aus diesen finnischen Gebieten noch wird. Mehrere Millionen Unzen werden vielleicht möglicherweise weit mehr als 2 Millionen Unzen. Und natürlich in Australien, das Gebiet ist vielleicht auch noch ganz groß, ganz interessant, ist jetzt hier nicht näher beleuchtet worden. Da muss man nochmal sehen, auch Schweden wird vielleicht nochmal dementsprechend bewertet, weil es so ein gutes etabliertes Hochgradprojekt ist. Das wird man sehen. Sicherlich mal einfach interessant, sich diese Aktie mal anzusehen und ja, sag ich mal, durchaus interessant, einfach vielleicht zu investieren. Wie gesagt, es ist gleichzeitig natürlich keine Kaufempfehlung, es ist einfach mal nur eine Information, wohin vielleicht solche Aktien steigen können und warum vor allen Dingen. Ja, Thema Super Goldstock Watchlist. Also wir sind fasziniert von dem Bullenmarkt in den 1970er Jahren. Das erwähne ich hier jedes Mal, weil das ist das, was mich im Ursprung so fasziniert hat. Dass es tatsächlich eine Phase gab, dass Penny Stocks mit 5, 10 oder 20 Cent Bewertung, als sie wirklich am Boden waren, bis zur Spitze der Goldmania, dann auf 10, 20, 30, teilweise 40 Dollar gestiegen sind, was zum Beispiel dann eine Verhundertfachung, Verhundertfachung, Verdreifachung und mehr darstellt. Das sprich, aus 1000 Dollar hätten unter Umständen 100.000, 200, 300.000 werden können. Wo gab es, vielleicht abgesehen vom Krypto-Heiß, wo gab es jemals in der Geschichte solche Potenziale, wo sowas passiert werden? Und ich denke, es steht wieder bevor, weil die Währungsprobleme, diese gedruckten Geldmengen, die wir haben, die sich noch im Bankensektor, wo auch immer befinden, werden meiner Meinung nach irgendwann in den Goldsektor reintreffen. Und gerade diese extrem unterbewerteten Penny Stocks werden dann geflutet und können möglicherweise ähnliche Bewertungen suchen. Ja, in was für Aktien sollte man investieren? Im Grunde genommen in Aktien mit großen Ressourcen, im guten Rechtsgebiet, einfach im Grunde genommen, wo ja, wo einfach Superlative sind, also wo eine sehr gute Exploration ist, wie auch immer, und das mit der dementsprechenden Unterbewertung. Warum zum Teufel sollen nicht ähnliche Aktien mit großen Ressourcen wie die hier beispielsweise, die 10, 20, 30 Cent noch kostet, die schon mal hier in dem Fall bei 1 oder 2 Dollar war, klar wieder abgestürzt ist, aber jetzt dann vor kurzem war die Richtung 85 Cent, ist jetzt wieder auf 36 Cent runtergegangen. Warum soll die nicht wieder bei 1 Dollar sein und wenn dann die Mania richtig losgeht, auch 2, 3, 4, 5 oder ein Wert zwischen 5 und 10? Warum soll das nicht passieren? Und damit ist es im Grunde genommen möglich, dass diese Bewertung von 1975 bis 1980 war das im Wesentlichen, dass die wieder erreicht werden können. Natürlich braucht man dazu größere Goldpreise. Gold ist momentan out of favor. Keiner interessiert sich dafür. Ich hatte gerade heute ein Interview eines ja,
sage ich mal, deutschen Analysten, der auch im Fernsehen aufgetreten ist, gesagt, kein Wort über Goldaktien. Kein Wort, sondern da wurden irgendwie Aktien wie Nvidia genannt, dass die vielleicht noch um 30% steigen können, dass die Märkte sich wiederholen. Ja, kann ja sein. Wahrscheinlich erholen sich die Märkte jetzt so ein bisschen, aber ich glaube schon, dass Gold- und Silberaktien überproportional steigen dass es überhaupt gar nicht vergleichbar ist. Ja, also einfach im Grunde genommen wirklich gute, unterbewertete Gold- und Penny-Stocks mit großen Ressourcen kaufen und dann einfach darauf setzen, dass Gold irgendwann tatsächlich über 2000 steigt, 2300, 2500 oder wie sie mit unserer Silberkalkulation gesehen hat, dass jetzt vielleicht Jahresende Januar die 36 $ erreicht ist. Das hat auf Minen einen ungeheuer. Es interessiert überhaupt keinen, dass das Silber hier 20, 30, 40 oder 50 oder 100% mehr, das interessiert keinen. Aber es ist auch gar nicht so eine große Bewertung, so ein großer Bewertungsaufwand. Aber bei Minen kann es dann das 10, 20, 30, 40, 50, vielleicht in einigen Fällen das 100-fache hochgehen. Das darf man nie vergessen. Das ist in der Vergangenheit schon mehrmals passiert und ich denke, es steht jetzt auch ehrlich gesagt wieder bevor. Ja, nochmal zum 1000-Becker-Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, den Potenzialfaktor zu berechnen, unterscheiden die nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Was kann man kaufen, wenn dieser Boom vorbei ist? Also beispielsweise, ähm, es ist ja so, äh, also Standardaktien, Zukunftstech-Aktien, sie da anzugucken, sollte man vielleicht dann machen, wenn zum Beispiel Silber auf 85 $ ist, dann kann entweder Silber abstürzen um 50%, wie es auch 2011 oder mehr ist. Das kann passieren. Ab 2011, die letzten Silberspikes waren auch wieder Standardaktien interessant. Nun denken wir, dass hier 2023 nicht 2011 ist. Wir haben leider zunehmend das sogenannte systemische Risiko machen. Können die Banken noch offen halten? Kann das System noch gemanagt werden? Kommt man noch genügend an Gold und Silber? Also im Prinzip das erste Ziel sollte sein, mit seinen Goldaktiengewinne vielleicht seine physischen Reserven noch aufstocken. Nichtsdestoweniger, obwohl wir vielleicht eine zeitweilige Bankenschließung und schwerste Verwerfung erwarten müssen, heißt das noch lange nicht, dass wir uns, wenn die Goldaktien hoch und heiß gelaufen sind, wir aus dem Markt einfach uns verabschieden müssen. Macht es durchaus Sinn, sich den normalen Aktienmarkt wieder zuzuwenden. Aber erst dann, wenn wir wirklich ein Szenario haben wie 1980 oder eben 2023 mit hoffentlich Silber über 50 $. Erst dann. Und wenn man dann noch nicht so komplett reingegangen ist in den normalen Aktienmarkt, stört einen vielleicht auch nicht mögliche Börsenschließungen und so, die vielleicht kommen könnten. Aber ich will damit nur sagen, wenn dieser Goldaktienboom, diese eine Phase, das muss noch nicht das Ende sein. Sie kennen ja die Aussagen, dass erwartet wird, Silber steigt bis 2028 auf 340, 500 $, wie auch immer. Aber so langfristig planen wir gar nicht. Also ich würde einfach jetzt mal die nächsten 6 bis 12 Monate im Fokus nehmen und dann schaut man mal weiter. Ich will nur sagen, dann ist zumindest die Goldaktien-Story vorbei, weil sicherlich die Staaten auch sich zunehmend für Goldaktien interessieren müssen und die Produktionsstaaten, die vielleicht auf verstaatlichen beginnen, wie auch immer, überall Schwierigkeiten, wie überall Schwierigkeiten auf dieser Welt. Und dann sollten wir vielleicht über Gold und Silber machen. Aber wenn die Schwierigkeit am Höhepunkt ist, wenn die Stimmung wirklich super schlecht ist, dann mag es wieder interessant sein, sich dem normalen Standardaktienmarkt zuzuwenden. Und das könnte so ein Punkt sein, so vielleicht, wenn Silber die nächste Spitze erreicht und dann werden wir sehen, was auch immer passiert. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Also der Vorteil ist, dass die immer an physische Ware gekommen sind, ohne dass sie da lange anstehen müssen. Es ist eine leichte Abwicklung, keine Mindestbestellmengen und solche Themen. Vielleicht mal ganz interessant anzuschauen. Ja klar, auf gold.de gehen, bevor Sie generell Preisvergleiche machen, bei welchen Sie sollten jedenfalls nicht zu viel Geld ausgeben für überteuerte Händler. Muss natürlich Qualitätshändler sein, etc. Aber die Preise unterscheiden sich manchmal dann doch.
Ja, nützliche Informationen, zum Beispiel, mit welchem Broker kann ich arbeiten. Also in Deutschland arbeite ich ja mit FlatEx und in der Schweiz mit Swissquote, den Sie auch mit deutschen oder europäischen Wohnsitz hier ein Konto, Depot eröffnen können. Ja, weitere Charts zu Uran etc., Diskussionsforum COCA, wo in der englischsprachigen Welt die einzelnen Aktien diskutiert ist. Da kann man noch sehr viele wertvolle Informationen rausnehmen. Und ja, Videos von Experten wie Uwe Bergold einfach mal anschauen. Sehr interessant, falls Sie es noch nicht getan haben. Und wenn Sie generell Fragen oder Zustellungsprobleme haben, ich habe manchmal Spam-Probleme und so, dann scheuen Sie sich bitte nicht anzurufen. Ich rufe Sie dann spätestens abends zurück, wenn ich dann Ihre Telefonnummer da sehe. Ja, ich bedanke mich mal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben, beziehungsweise wenn Sie das Video nützlich fanden. Ja, besten Dank und auf Wiedersehen.